Beim Üben von Naturtonbindungen ist es essentiell, dass wir nicht nur einfach Töne irgendwo hinbinden und auf dieser Strecke zum Beispiel alle dazwischen liegenden Naturtöne mitreißen, sondern es geht darum, dass wir ganz genau hören, wir brauchen jetzt zum Beispiel ein C1 und es kommt eine Bindung zum C2, dass wir auch diese beiden Töne spielen und nicht Bokaka, das G1 auf dem Weg nach oben noch dabei ist. Genauso natürlich in der Abwärtsbewegung, das ist ja klar. Wenn du also jetzt versuchst, diese etwas größeren Übungen zu trainieren, Bindungen zu trainieren, dann spiel dir immer erst die Töne vor. Das heißt, du nimmst ein C1, ja, C2, ja, da. Das ist das Intervall, das wir brauchen. Und wenn du das gut im Ohr hast und auch nachsingen kannst, dann versuch es nachzuspielen. Und ruhig immer 3 und 4 Mal hintereinander spielen, nicht nur einmal, sondern durch die Wiederholung ist letztendlich ein Üben erst möglich. Solltest du das Problem haben, dass das G1, also dieser dazwischenliegende Naturton, immer mitklingt, dann achte darauf, dass deine Zunge auch mitarbeitet. Das heißt, du hast in der tiefen Position einen offenen, hohlen Mundraum. Die Zunge ist weit unten. A, da, i, a. Die Zunge arbeitet also mit. Die ist vorne fixiert, ta, i, a, und hebt sozusagen in Anführungszeichen den Ton nach oben. Was aber wirklich passiert ist, der Hohlraum deiner Mundhülle wird eingeengt, dadurch fließt die Luft komprimierter durch und die Lippen nehmen letztendlich diesen erhöhten Luftdruck auch auf und schwingen schneller, damit du eben auch zum C2 kommen kannst. Also auch an diesem Problem kann es liegen. Zungenposition, nur mal hier kurz angerissen, damit du eben weißt, das gehört auch dazu. Wenn du jetzt weiter nach oben gehst und zum Beispiel von C2 zu C3 üben möchtest, dann ist es hier auch entscheidend, dass du die Töne, die dazwischen liegen, auch ganz bewusst spielst. Das heißt, anhand von einer kleinen Übung. Ja, da war so ein kleiner Naturton, der ein bisschen matt klingt. Das war dieses angestrengtes B, das klingt und intoniert nicht gut, aber ist letztendlich bei uns eben auf der Trompete auch drauf. Der Ton oben drüber, das ist das C3. So, und dann bekommst du ein Gefühl für all diese Töne, die eben dort oben mit 0 zu spielen sind. Aber nicht immer brauchen wir alle Naturtöne in der Bindung nach oben, sondern es kann auch jederzeit vorkommen, dass du zum Beispiel eine Bindung spielst von C2 auf G2. Und mein Tipp ist immer, wenn du dann diese Bindung spielst, in der Abwärtsbewegung den Naturton E2 wieder mit dazu nehmen, damit du einfach ein Gefühl hast, okay, es war das G2, das ist das E und das ist mein Ausgangston, das C2 wieder. Das heißt, du holst dir immer ein akustisches Feedback, ob du auch auf den richtigen Tonhöhen unterwegs bist. Ich mach's dir einmal vor. Und letztendlich kannst du dann immer deine Übungen erweitern, das etwas laufen lassen etc. pp. Solltest du Notenmaterial brauchen zum Thema Naturtonbindung, dann besorg dir unbedingt die Collin Lip Flexibilities. Da sind Übungen en masse drin, aber auch in anderen Trompetenschulen findest du immer wieder das Thema Naturtonbindungen, da es einfach ein Basic ist für uns Trompeter und Trompeterinnen, dies täglich zu wiederholen, flexibel zu bleiben und sich letztendlich genau die Tonhöhen immer wieder ins Gehör zu spielen, damit wir im Ernstfall beim Auftritt auch wirklich darauf zugreifen können und uns sicher sein können, das funktioniert. Und somit können wir auch etwas unsere Aufregung, die ja sowieso immer dabei ist, etwas nach unten halten und sind auf jeden Fall souveräner auf unseren Instrumenten unterwegs. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Hast du Fragen, schreib es in die Kommentare oder mir persönlich. Ansonsten am Ende gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.